Die Bundesregierung hat den Bundeshaushalt für 2025 und einen Nachtragsetat auf den Weg gebracht. Sie sollen das Kabinett passiert haben, so ein Insider. Die Schuldenbremse soll in beiden Jahren eingehalten werden. Trotzdem sind für beide Jahre auch Schulden eingeplant. Insgesamt rund 94 Milliarden Euro. Im Haushalt für 2025 soll noch immer ein Loch von 17 Milliarden Euro klaffen. Im Bundestag beraten werden die Gesetzentwürfe dann nach der Sommerpause. Der Beschluss ist für November geplant. Bis zur Verabschiedung in einigen Monaten sind also Veränderungen noch möglich. Darüber möchte ich sprechen mit Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, Frau Würzbach. Der Entwurf oder der Beschluss, auf den wir alle sehr lange gewartet haben, jetzt steht er. Und obwohl man Neuverschuldung auch wieder zulässt, gibt es noch immer ein Loch von 17 Milliarden im nächsten Jahr. Und bis 2028 fehlen sogar 65 Milliarden Euro. Der WE-Etat ist auch nicht aufgefüllt worden. Also hat man da jetzt wirklich seriös gerechnet? Was sagen Sie zu dem? Ich meine, jeder erwartet natürlich jetzt, weil ich Oppositionspolitiker bin, dass das alles schlecht ist etc. Können wir auch gerne im Detail drauf eingehen. Aber das, was mich am meisten stört, ist, es gibt kein Aufbruchssignal, nichts. Dieses Land hat keine Vision mehr. Und diese Bundesregierung navigiert ziellos auf ihrem Schiff daher. Und das ist einfach Mist, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dieses Land hat mehr verdient. Wir sind so ein tolles Land. Und deswegen müsste man jetzt nicht einfach sagen, mit Ach und Krach gehen wir jetzt in die Sommerpause mit diesem Haushalt, sondern man müsste jetzt diesem Land noch mal eine neue Stärke geben und sagen, wir ziehen jetzt noch mal durch als Ampel und zeigen, dass wir es doch können. Stattdessen habe ich leider das Gefühl, dass wir jetzt bis zur Bundestagswahl, die wahrscheinlich jetzt am 28. September nächstes Jahr stattfinden wird, einfach so weitermachen im Streit etc. Und das ist brandgefährlich, weil dieses Land endlich mal wieder ein Aufbruchssignal braucht, dass es vorwärts geht, dass sich Leistung wieder lohnt, dass Fördern und Fordern gilt, innere Sicherheit wieder großgeschrieben wird. All das findet nicht statt. Aber hätte man dieses Signal jetzt mit dem Haushalt setzen können? Absolut. Was fehlt Ihnen jetzt? Absolut. Ich meine, man sieht ja bei der Bundespolizei, so wie ich das jetzt auf die Schnelle lese, dass selbst dort eingespart wird. Ansonsten werden natürlich Luftschlösser gebaut. Ich meine, es stammt ja nicht von mir. Man liest es ja jeden Tag in den Zeitungen. Da fehlen ja jetzt 17 Milliarden. Da gibt es sogenannte globale Minderausgaben, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber 8 Milliarden, um Ihnen nur mal ein Beispiel zu nennen, hat man jetzt so veranschlagt, dass man sagt, wir geben der Bahn keine Zuschüsse mehr, sondern Darlehen. Die Bahn ist hochdefizitär. Das Geld, es wird so nicht funktionieren. Oder man möchte gerne irgendwelche Hilfen umwidmen. Aus der Gaspreisbremse von damals gibt es noch ein Budget. Das kann ich nicht einfach umwidmen und jetzt nutzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht gezeigt. Oder die Bundesautobahn GmbH. Auch dort soll es jetzt keine Zuschüsse mehr geben, sondern Darlehen. Die hat gar keine Einnahmen. Das Geld aus der Maut fließt direkt in den Haushalt. Also das sind alles Luftbuchungen. Und ich sage Ihnen heute voraus, Sie werden mich im September wieder einladen, wenn die Haushaltswoche ist. Da gibt es einen ganz großen Streit, weil im Bundestag auf einmal ankommt, ups, das waren Luftbuchungen, das ist alles auf Sand gebaut, das ist nicht zukunftsfähig. Und dann streitet man wieder und man kommt nicht in die Zukunft. Ich würde gerne mit Ihnen auch auf eine konkrete Sache gehen. Und zwar in diesem Etat ist das Geld für Integrationskurse halbiert worden auf jetzt 500 Millionen statt 1,1 Milliarden. Es heißt immer wieder, wir müssen mehr für Integration tun und Ähnliches, aus allen Parteien eigentlich. Kann man dann vermitteln, dass man genau an dieser Stelle jetzt sparen muss? Ja, jetzt erwarten Sie wahrscheinlich auch von einem Oppositionspolitiker, dass er sofort sagt, natürlich kann man da nicht sparen. Nein, kann man nicht. Aber ich sage Ihnen jetzt mal was anderes. Wenn man diese Menschen sofort in Arbeit bringt, ist es der beste Integrationskurs überhaupt. Die Amerikaner sagen Learning by Doing. In dem Moment, wir haben so viele Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland, wo diese Menschen arbeiten gehen, lernen sie viel schneller Deutsch, als jetzt 6 Monate zu warten auf einen Kurs oder 12 Monate zum Teil. Das hält dieses Land nicht aus. Und deswegen müssen wir mehr Geld zur Verfügung stellen für die Integration. Aber noch besser wäre es, die Menschen sofort in Arbeit zu bringen. Und dafür müsste man ans Bürgergeld ran. Man müsste es in der Form abschaffen und ein gerechtes System schaffen, dass nur noch diejenigen Unterstützung bekommen, die wirklich aus körperlichen Gründen zum Beispiel nicht arbeiten können. Aber jeder, der arbeiten kann, der muss arbeiten gehen. Ansonsten gibt es keine Sozialleistung. Das wäre für mich Deutschland im Jahre 2024 die Politik, die angesagt wäre. Wenn wir jetzt bei Integration allerdings bleiben, gab es jetzt wieder einen erschreckenden Fall, wo diese ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Ein 18-jähriger Marokkaner, der in Uelzen einen 55-Jährigen eine Treppe hinuntergeschubst oder getreten haben soll. Der Mann ist verstorben. Es fühlt sich so an, als würde der Aufschrei aus der Politik, vor allem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, da fehlen.
Sieht man da nicht mehr genau hin? Ich finde es gut, dass Sie das so offen ansprechen hier, Frau Würzbach. Man hat es ja kaum wahrgenommen, medial. Und wir müssen die Dinge beim Namen nennen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Da kommt jemand aus Marokko, flieht und will anscheinend hier Sicherheit oder hat einen marokkanischen Pass, fliegt vielleicht aus einem anderen Land, will hier Sicherheit. Und Leute sterben hier. Ja, es sagt doch der gesunde Menschenverstand, dafür brauche ich doch kein Jura studieren. Solche Leute haben hier nichts zu suchen und müssen sofort abgeschoben werden. Jeder Straftäter in Deutschland muss abgeschoben werden, egal woher er kommt. Und da sind wir auch in der Pflicht, wenn wir wieder regieren, dass wir es auch machen. Noch besser wäre es, dass solche Menschen, die solche Flausen im Kopf haben, überhaupt erst gar nicht nach Deutschland kommen, sondern nur noch Leute nach Deutschland kommen, die wirklich Hilfe brauchen. Und das muss, glaube ich, das Ziel sein, dass solche Menschen erst gar nicht mehr nach Deutschland kommen, weil wir sehen doch, wer einmal in Deutschland ist, in Anführungsstrichen, hat es geschafft. Und damit muss Schluss sein. Und dafür steht die CDU. Eine verschärfte Migrationspolitik ist auch etwas, was in den USA diskutiert wird. Ich würde gerne mit Ihnen einmal darüber schauen, denn aktuell ja der Parteitag der Republikaner mit Donald Trump. Jens Spahn ist auch vor Ort und hat den Kollegen vom Politico gesagt, wir sollten vom ersten Tag an Gemeinsamkeiten mit Trump suchen und mit ihm zusammenarbeiten. Wie genau sehen solche Gemeinsamkeiten aus? Der ist doch klar, wenn er der Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, müssen wir natürlich mit ihm zusammenarbeiten. Amerika, das sind unsere Freunde. Gleichzeitig haben wir es mit einem Trump zu tun, der wahrscheinlich in Zukunft mehr denn je die amerikanischen Interessen vertreten wird. Also müssen wir auch unsere Interessen vertreten. Und ich wäre dafür, dass man zum Beispiel noch mal über ein Handelsabkommen spricht mit den Vereinigten Staaten. Das wird schwierig, aber ein Versuch wäre es wert. Und das meint wahrscheinlich Jens Spahn. Auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Jeder vertritt natürlich seine Interessen. Und Trump wird das mehr denn je tun. Andere Präsidenten haben das nicht so getan, wie zum Beispiel Obama. Aber darauf müssen wir uns auch einstellen. Und mit Herrn Biden, der jetzt auch Zölle nimmt für chinesische Autos, geht man ja schon in Amerika diesen Weg. Also er ist jetzt nicht ganz neu. Wichtig ist, dass Deutschland und Europa zu alter Stärke findet. Erst dann werden wir von anderen, erst recht von Herrn Trump, ernst genommen. Herr Linnemann, dann noch eine letzte Frage, etwas abseits der Weltpolitik, zurück hier in Deutschland. Der brandenburgische CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann, der ist von der Polizei betrunken auf einem E-Scooter angehalten, aus dem Verkehr gezogen worden. Und jetzt stellt sich heraus, dass möglicherweise seine Angaben zum Tathergang doch etwas anders sind. Die Kollegen der Märkischen Allgemeinen berichten mit Bezugnahme auf Polizeiquellen, dass er erst behauptet habe, es sei eine Routinekontrolle. Die Polizei sagt, man hätte ihn rausgezogen, weil er aufgefallen ist. Ein Bluttest habe es gegeben und eben nicht nur das Pusten. Und zudem hat er seinen Führerschein wohl doch nicht ganz freiwillig abgegeben. Kurz vor den Wahlen, ist das ein Desaster und wie wird darauf jetzt reagiert? Also wichtig ist, das habe ich schon von meiner Oma gelernt, Fehler können passieren, aber man muss dazu stehen. Und Fehler dürfen nur einmal passieren und nicht zweimal. So, und deswegen hat aber war Herr der Redmann, Fehler das Lügen oder das kann ich nicht zu sagen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Dazu kann ich nichts sagen. Er ist sofort offensiv in die Presse gegangen und hat diesen großen Fehler zugegeben. Und insofern hat er meines Erachtens richtig gehandelt. Ich würde mir wünschen, wenn mehr Politiker so handeln würden. Über die weiteren Dinge, sorry, da bin ich jetzt überfragt. Da sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Nicht nur in Brandenburg, sondern vor allem natürlich auch im September. Sie haben es gesagt, wir werden Sie hier auf jeden Fall wiedersehen. Herr Linnemann, vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Würzbach. Dankeschön.